Ich habe mir letztes Jahr einen großen Traum verwirklicht. Der Plan, Afrika mit eigenen Augen zu sehen. Dafür habe ich mir in Südafrika ein Auto gekauft und bin einfach Richtung Deutschland losgefahren. Was ich in den 22 Ländern alles erlebt habe, seht ihr hier. Alter, wow, Scheiße! Es ist Tag 244 hier auf dem afrikanischen Kontinent und wir sind kurz vor der Grenze nach Guinea. Kurz vor dem Grenzübergang kracht ein Scooter mit 3 Personen ungebremst gegen mein Auto. Was die Kamera nicht eingefangen hat, sofort mischen sich rund 20 Leute ein und reden wild durcheinander auf uns ein. Obwohl der Scooter ziemlich mitgenommen aussieht, sind wir sehr dankbar, dass die 3, alle ohne Helm, mit ein paar Schürfwunden und einem hinkenden Bein davongekommen sind. Ein paar Sekunden später und sie wären vermutlich unter mein Auto gerutscht. In dem ganzen Wirrwarr und Trubel rät uns jemand schnell zu verschwinden, bevor es ungemütlich wird. Diesem Rat folgen wir gerne und fahren mit deutlich höherem Adrenalinpegel Richtung Grenze. Allemand? Hallo. Hallo. Ok, 1, 2, 3. C'est la foi des peuples qui a fait de tous ses frères à se retrouver dans le sang. L'unité l'Afrique, dans l'indépendance se retrouver. Wir besuchen einen Kunstmarkt und ich muss echt sagen, dass die Holzkunst zwar irgendwie creepy, aber auch echt nice ist. Auf der Weiterfahrt kommen wir an einer kleinen Palmölfabrik vorbei, in die wir kurz hineinschauen dürfen. So, wir sind jetzt zwischen in Guinea. Guinea ist ein Land in Westafrika und hat eine Fläche von etwa 246.000 Quadratkilometer und ist damit etwa 70% so groß wie Deutschland. Hier wohnen 14,4 Millionen Menschen, Tendenz steigend. Die Hauptstadt Conakry liegt auf einer Halbinsel am Atlantik. Die Amtssprache ist Französisch. Es war früher Teil der französischen Kolonialherrschaft und erlangte 1958 die Unabhängigkeit. In seiner Geschichte war das Land von politischen Umbrüchen und Phasen der Instabilität geprägt, was auch die politische Entwicklung bis heute beeinflusst. Der letzte Militärputsch war erst 2021. Spezialeinheiten des Militärs gestern vor dem Präsidentenpalast in Conakry. Wirtschaftlich ist Guinea reich an Bodenschätzen. Guinea ist rohstoffreich
und trotzdem eines der ärmsten Länder Afrikas durch Korruption und Misswirtschaft. Vor allem Bauxit, Gold und Diamanten spielen eine zentrale Rolle. Doch wird das Land aufgrund von Infrastrukturproblemen, politischer Unsicherheit und Korruption in der Entwicklung stark gehemmt, sodass Guinea auf dem Human Development Index sogar noch hinter der Demokratischen Republik Kongo platziert ist. Mit einer Analphabetenquote 2020 von 58,8% und einer durchschnittlichen Schuldauer von weniger als 2,5 Jahren gilt das Land als einer der Länder mit der kürzesten Bildung. Interessant ist, dass anders wie in vielen anderen Ländern immer noch deutlich mehr Menschen in ländlichen Gegenden wohnen. Je westlicher und nördlicher ich komme, desto mehr ist die Gesellschaft geprägt vom Islam. Rund 85% der Bevölkerung sind Muslime, die meisten von ihnen Sunniten. Der Rest sind Christen oder Anhänger traditioneller Religion. Geografisch bietet Guinea eine abwechslungsreiche Landschaft, vom atlantischen Küstenstreifen über weitläufige Savannen bis hin zu bewaldeten Hügel- und Bergregionen, die ein typisches tropisches Klima widerspiegeln. Die Temperaturen in Guinea betragen durchschnittlich 22 bis 32 Grad. Mit im Süden vorkommender sehr hoher Luftfeuchtigkeit von bis zu 98% wird das Klima als sehr schwül und ermüdend empfunden. Fakt ist, dass zumindest wir Europäer nicht dafür gemacht sind, denn jede Aktion kostet einfach unglaublich viel Kraft hier. Da wundert es mich aber auch nicht, dass die meisten der Menschen, die wir mittags sehen, auf ganz entspannt irgendwo sitzen und plaudern, anstatt zu arbeiten. Nicht aber die wir gerade kennengelernt haben. Und was soll ich sagen, die Leute sind richtig cool drauf, extrem freundlich und so richtig interessiert an uns. Hier sind zwei so Typen, die einfach nur mit so einer Schüssel bewaffnet Sand aus dem Fluss schöpfen. Richtig krasse Arbeit, hey. Aber die zwei sind auch richtige Maschinen, richtig durchtrainiert. Ich meine, ich habe jetzt nur geholfen, mal 2 Boote vollzuladen. Ich glaube, die machen das einfach Tag ein, Tag aus, jeden Tag. Die brauchen kein Fitnessstudio, die Typen sind einfach brutal trainiert. Alter, der Platz ist ja nur herrlich. Nenn dich mal seine Ruhe. Der neue Tag startet mit traumhaften Drohnenaufnahmen, bevor wir uns wie gewohnt ins Auto hocken und weiter Richtung Conakry fahren. Der Ort, an dem Jan mich in einer Woche schon wieder verlässt. Jan, was sagst du zu dem Spot, den wir jetzt gefunden haben? Ich liebe ihn einfach. Der ist so geil. Vor allem endlich mal Entspannung. Wir sind häufig halt bis abends gefahren. Und jetzt kommen wir mal mittags an, kochen chillig. Und haben sogar andere Overländer getroffen, die stehen direkt dahinter. Ja, das stresst mich. Das stresst ihn. 2 Franzosenfamilien mit einem riesen fetten Truck. Und dahinter ist noch ein Mercedes. Jetzt haben wir daneben noch geparkt. Man trifft halt hier in Afrika echt nicht so oft Overländer, deswegen freut es mich gerade richtig. Jan stresst. Aber jetzt gibt es erstmal was Schönes zu essen. Yes. Geil. Und obwohl es erst 8 Uhr ist, heizt sich gerade die komplette Luft hier so auf. Mir läuft die Brühe schon runter. Gestern Mittag hat es einfach 41 Grad. Ich schätze, jetzt haben wir irgendwie 9, halb 10 morgens. Aber ist einfach schon unglaublich schwül und heiß. Wir bleiben noch einen weiteren Tag hier an diesem entspannten Ort, bis es Jan richtig dreckig geht. Erst 2 Tage später wird er langsam wieder fit. Die Landschaft wird wieder trockener und auch die Häuser der Einheimischen haben sich erneut verändert.
echt ein Haus für Chicken. Das glaube ich ja nicht. So this is for the goat. Good. Yeah, that's it. That's for sheep. Yes, yeah. Nee, das ist für Goats. Ah, für Goat? Yeah, good. Yeah. Endlich mal bewölkt hier in Afrika. Morgen um 8 und es hat noch keine 32 Grad. So, der Jan ist heute Morgen aufgewacht. Dem ging es ja die letzten 2 Tage richtig mies. Vor 48 Stunden sind wir zum Markt gegangen und dachten, ja, wenn wir da so schön an diesem Fluss stehen, kaufen wir uns noch geile Sachen und anstatt essen zu gehen, wie wir es sonst oft gemacht haben zusammen, machen wir uns noch schön einen Fisch und grillen den, nehmen den aus und machen noch eine Beilage dazu. Und ja, wir haben halt am Ende einen Fisch gekauft, der ist ziemlich matschig, der kommt nicht mehr raus, wenn man den so ein bisschen reindrückt. Und der Jan so, nee, das passt schon. Und meine Intuition hat mir eigentlich ganz klar gesagt, der ist nix mehr, weg damit. Ich hatte schon mal eine Fischvergiftung, war nicht cool. Bei einer Thunfischpizza ging es mir ziemlich scheiße. Ja, und dann sind wir abends so aufgebrochen in die Stadt, wollten ein bisschen feiern gehen, es war Samstag. Und dann habe ich mich irgendwann übergeben. Wir wissen noch nicht genau vom Alkohol oder vom Fisch, aber eher vom Fisch. Der Alkohol war hilfreich. Jan ging es dann da noch gut und in der Nacht hat es dann angefangen. Durchfall, Fieber, Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, volle Programm. Ey, der ist morgens aufgewacht. Ich habe den nicht wiedererkannt. Der hing da, der lag noch am Boden. Und dann dazu noch wirklich eine Hitze, die man sich in Deutschland gar nicht richtig vorstellen kann. War fast nicht auszuhalten, wenn man da so noch ein bisschen am Auskatern war und Jan mit Fieber und allem. Also es war echt mies. Dann waren wir noch im Krankenhaus, dachten Malaria-Test machen. War zum Glück alles negativ und dann war es klar, das war ganz sicher der Fisch. Ich hatte eigentlich schon den ganzen Trip über vor, das hatten wir schon im Vorgespräch geklärt von dem Trip, dass wir eben einen Höllenmarsch machen wollen. Und der Jan war die letzten Wochen so, dass er gesagt hat, er hat nicht so Bock drauf, wegen der Hitze. Und heute Morgen ist er fit aufgewacht, motiviert. Vielleicht liegt es auch daran, dass es bewölkt ist. Auf jeden Fall hat er gesagt, er hat Bock jetzt mitzumachen. Und es freut mich gerade richtig, denn wir starten heute einfach einen 24-Stunden-Marsch, in dem wir versuchen, was habe ich gesagt, 70 oder 80 Kilometer zu laufen. 24 Stunden durchzumarschieren. Wie wahrscheinlich schätzt du die Chancen, dass wir das packen? Ich weiß immer noch nicht, ob es die beste Idee war, die wir jemals hatten. Ich schätze die Wahrscheinlichkeit, dass wir irgendwann, also wenn wir heute Mittag loslaufen, dass wir morgen Mittag, wenn die Hitze wiederkehrt nach der Nacht, dass wir dann abbrechen werden, weil es übelst heiß wird und über 40 Grad hat. Und das fängt so um 10, 11 an. Also vielleicht werden es auch nur 20 Stunden Marsch. Auf jeden Fall werden wir körperlich und mental an unsere Grenzen kommen, so viel steht fest. So, wir haben unseren Start- und Ausgangspunkt für unseren Höllenmarsch gefunden. Hier direkt neben so einem riesen Bambus. Also wirklich ein richtig fetter Bambus. Zieht euch rein, wie fett der Stamm ist. Noch nie so einen großen gesehen. Und einfach ein fetter Wasserfall. Ich meine, wenn wir hier nach 24 Stunden Marsch ankommen, können wir dann noch kurz baden gehen. Wir sind geschützt von der Hitze, weil das hier echt ein schöner Wald ist. Das Einzige, was wir nicht gemacht haben, ist die Routenwahl. Weil ich habe halt einfach nur auf Maps.me geschaut, wo sind es ungefähr 100 Kilometer, wo können wir ungefähr hinlaufen. Und ich weiß nicht, ob das so überzeugend ist. Also mich hat es überzeugt gehabt, deswegen. Es ist halt wirklich heiß, muss man dazu sagen. Also wir werden uns keinen Gefallen mit tun. 100 Kilometer schon allein in Deutschland zu laufen, ist ein Kumpel gescheitert, der eigentlich auch eine ziemliche Maschine ist. Jan schaufelt sich gerade noch die letzten Kohlenhydrate rein. Ich meine, wir haben heute nicht wirklich viel gegessen. Hier liegt alles bereit. Mal kurz zeigen, was wir alles haben. Ich nehme nur die GoPro mit mehreren Akkus. Garmin InReach Mini, falls wir irgendwie echt Probleme kriegen sollten. Garmin Watch zum Aufzeichnen. Hier 2 Paar Socken, also ein extra Paar Socken. Langes Hemd, lange Hose, Zip-Hose. Kopfbedeckung wichtig.
Hier so ein bisschen Snacks für zwischendurch, Klopapier, Sonnenbrillen. Wir nehmen 2 Wasserflaschen mit, plus die Trinkblase. Hier Solar, Powerbank, so das Nötigste an medizinischer Versorgung. Sieht sehr dürftig aus. Bisschen Toilettenpapier, weil das andere nicht reicht. Und das sind unsere Schuhe. Stark, ey, deine sind echt zu schwer. Das sind halt Trailrunning-Schuhe. Sind die wasserdicht? Das ist scheiße. Dann trocknen die nicht, wenn sie nass sind. Und die werden allein vom Schweiß nass. Naja, und sonst 2 Handys und unsere Beine. Let's Und go. Motivation. Motivation ist. Wie weit oben ist bei dir Motivation? Wow. Ihr dürft jetzt abstimmen, wer zuerst aufgeben wird. Team Jan oder Team Flo? Team Flenke. Marathonläufer gegen Team Outdoor Management. Also ich weiß nicht, wann ich zuletzt Sport gemacht habe. Wenn man mal Flo's Garmin Ausdauerläufe übers Jahr kumuliert, dann kommt er auf insgesamt 15 Kilometer. Trust not in him. Das macht's nur krasser. Trust not in this guy. Hype! Bock! Angriff! Angriff! Fuck, Alter. Schon ein stranges Gefühl, unsere Sicherheit hier, unser Haus einfach mal für 24 Stunden allein zu lassen. Und jetzt wirklich, ich meine, am weitesten sind wir halt wirklich 40, 45 Kilometer entfernt. Und wir haben halt wirklich in jedem Urlaub bislang ein Abenteuer gemacht. War es auf dem Sub in Sardinien auf eine einsame Insel zu rudern, 5 Kilometer über den offenen Ozean mit Wildschweinen zu übernachten. Gut, aber das war alles viel besser vorbereitet. Also ich schätze mal, dass so ein Weg 80% unserer Strecke sein wird. Wenn nicht sogar noch mehr. Und wir laufen durch eine Stadt durch. Wäre halt sogar geil. Also besser als Ich meine, hier hast du auch keinen Schiss vor Schlangen und so. entlang der Straße, wenn die Autos dich nicht richtig sehen und dich dann versehentlich touchieren. Touchieren. Hier ist nachts niemand mehr unterwegs, die schlafen alle. Nachher noch was snacken, gell? Das wäre, glaube ich, schon wichtig, bevor es in die Nacht reingeht. Wir haben heute auch nur so Müll gegessen. Noch keine 20 Minuten gelaufen. Und schon der erste Fehler. Was heißt da? Fehler. Boxenstopp. Was schätzt du, wie viel Grad hat es? Bestimmt noch 30, oder? Weiß ich. Wer sein Motorrad liebt, der schiebt. Bonsoir. Bonsoir. Jan hat gerade gesagt, leider falsche Jahreszeit. Ey, die Mangobäume hängen komplett voll, wie bei uns Apfelbäume. Könnten halt easy welche snacken unterwegs. Wäre zu geil. Das wäre halt ein geiler Zwischensnack. Alter. Ey, irgendwie ist geil mal zu Fuß unterwegs zu sein, statt mit dem Auto. Das taugt mir gerade richtig. Bonsoir. Alter, die haben Mangos. Wir haben gerade darüber spekuliert, was die größte Challenge für uns sein wird. Ich habe gesagt, mein Körper hat sich einfach, ich war jetzt 4 Monate Reisen im Auto, auf Safari, nur im Auto gehockt, nichts gemacht, dazwischen ab und zu mal ein bisschen laufen gewesen, aber wirklich sehr minimal. Meine Gelenke und Muskeln sind überhaupt nicht fit und überhaupt nicht ausgelegt dafür. Ich glaube, meine größte Challenge wird sein, durch den Schmerz zu gehen, den ich bald schon kriegen werde an meinem Knie, wo ich operiert wurde, und an meinen Füßen. Konditionell bin ich ganz gut aufgestellt, würde ich behaupten. Ich bin im Marathontraining drin, auch wenn ich es jetzt hier während der Afrika-Reise einen Monat lang pausiert habe. Ich hoffe, dass ich da den Mund nicht zu voll nehme, aber ich sag mal, konditionell schaffe ich es. Meine Painpoints habe ich 2. Einmal die Hüfte. Ich habe eine leichte Hüftdysplasie vererbt bekommen. Und seltsamerweise, seitdem ich hier in Afrika ein paar Mal joggen war, spüre ich sie wieder mehr als davor. Das ist Painpoint 1. Painpoint 2 ist mein Plattfuß, wo ich, glaube ich, nicht die idealen Schuhe gekauft habe. Die habe ich vor der Reise noch in Spanien besorgt. Und die sind zu schmal geschnitten. Das heißt, ich habe es damals schon, wo ich hier joggen war, gemerkt, dass die an der Seite drücken. Und dann bist du halt nur froh, wenn du die Schuhe ausziehen kannst. Painpoint ist halt noch deine Anwesenheit. Merci, merci. Schau eine. Aha. Geil. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Oh, die haben alle Mangos. Hey! Hui! Oh! Merci, merci! Oui, oui.
Nous allons avec le pied. Ah, okay. 100 Kilometer. Okay, au revoir. Ich glaube, mit der Versorgung haben wir kein Problem. Wir haben eigentlich damit gerechnet, dass es sehr viel trockener ist hier. Das erinnert mich an meinen Vater, der auch abends immer gießen, draußen im Gärtle. Ja, bei uns auch, im Sommer immer. Was war? Ça va? Wunderschön. Bananenplantage. Überall Mangobäume, Bananenplantage da vorne. Lecker. Der Blick, ey. Das ist so asozial, ey. Ich war mal schon ein bisschen grenzwertig, Kinder zu erschrecken, weil man manchmal nicht die Grenzen kennt. Und die ganz Kleinen dann halt wirklich übelst anfangen zu heulen. Ich meine, der Jan hat vorhin gesagt, musste ich mal in die Lage der Kleinen versetzen, die noch nie einen Weißen gesehen haben. Was geht bei denen im kleinen Köpfchen ab, wenn da plötzlich einer komplett anders aussieht? Man könnte halt auch meinen, wir seien Aliens, die irgendwie. Wir gehen auf die Tour, als ob wir die fressen. Ja, und dann rennen wir noch auf die zu. Das sind Kindheitserfahrungen, die prägen sich ein in die kleinen Köpfe. Wer hat Angst vor einem weißen Mann? Was war? Fangen alle an zu heulen. Hey! Was richtig cool ist, hier leben echt viele noch in solchen Rundhäusern. Also ich meine, die letzten 100, 200 Kilometer so, wo wir hier gefahren sind, haben wir echt viele von diesen Häusern gesehen. Und haben in eins so halb reinblicken dürfen. Innen sah es gar nicht so schlecht aus, also sie hat ein normales Bett. Die Frage ist nur, es ist ja trotzdem in der Nacht wirklich warm für uns jetzt. Vielleicht für die nicht, aber da drin geht halt einfach kein Lüftchen, wenn die Tür schließen. Und wenn die dann auch drin Spaß haben miteinander, da tropft es halt nur noch so runter von der Decke. Das ist doch Afrika, wie man sich vorstellt. Schafe liegen am Wegrand, diese runden Häuser, überall Menschen, Hennen springen rum, Hunde, Ziegen und überall wuselt's. Überall sind Menschen draußen. Bonsoir. Ça va très bien. Wheelie. Alle. Props an diesen Typen, Mann. Ich meine, ihr hättet den vor 2 Tagen sehen sollen. Der lag komplett flach. Ich meine, eine Fischvergiftung ist echt nicht ohne. Da ging nichts. Bei 40 Grad mit 38 Grad. 38,6 oder so. 38,7 Fieber. Ja. Das war kaum auszuhalten. Props, dem sein Körper halt einfach so schnell. So, die letzte halbe Stunde, bevor es dann komplett dunkel ist wahrscheinlich. Die Sonne geht jetzt schnell weg, ist hinter dem Berg da Mal versunken. schauen, wann die Müdigkeit einbricht. Also normalerweise ist unser Rhythmus aktuell, ja, keine Ahnung, Relativ gebunden an das Sonnenlicht. um 9 fast ins Bett zu gehen. Ja, sehr gebunden an das 9, Sonnenlicht. 10. Weil man dann halt vielleicht noch ein bisschen am Handy ist, vielleicht noch am Lagerfeuer sitzt oder sonst was und dann einfach müde wird und dann direkt pennt. Und man muss dazu sagen, wir haben halt heute auch schon einen 9-Stunden-Tag vor dem Marsch gehabt. Mit Also wir sind ja viel schon seit Autofahrt. 9. Genau. Ist ja nicht so, dass wir heute nichts gemacht hätten und einfach uns nur auf den Lauf vorbereitet hätten, sondern wir saßen viel im Auto. Das sind gute Excuses, um dann vielleicht nachher nicht alles machen zu müssen. Ja, genau. Das reden wir uns jetzt gerade ein bisschen schön. Hey! So, ganz kurzes 2-Stunden-Update. Jan hat Durchfall, sein Durchfall leider noch nicht überwunden. So, wenn man so ein bisschen rumsteht, werden die Beine ein bisschen kribbelig, aber ich meine, mittlerweile sind wir 10, 11 Kilometer gelaufen, das ist jetzt noch nicht die Welt. Und der hat nicht mal Durchfalltabletten mitgenommen. Oh. Und nur 3 Stücke Klopapier. Naja, weiter geht's. So, das Problem ist, es gibt jetzt noch ein Dorf hier direkt, jetzt ist 7:11 Uhr. Oder dann in 20 Kilometern. Alter. Nee, 12 Kilometer. Wo wir wahrscheinlich noch 2 Stunden brauchen werden. Ist die Frage, wann wir noch irgendwo was zu Abend essen, weil das die letzte Gelegenheit sein wird, bevor es dann wirklich dunkel wird und Nacht ist. Come on!
Nice. Wir sind gerade einfach auf der Suche nach einem Restaurant. Ich glaube, man sieht überhaupt gar nichts. Jetzt hören wir hier so ein Geschrei. Jetzt sind Menschen ums Feuer. Was passiert da? Das ist eine Art von Gebet. Diese Momente haben sich am stärksten in mein Gedächtnis eingebrannt. Wir durchqueren zahlreiche Dörfer, in denen es weder elektrischen Strom noch künstliche Lichtquellen gibt. In jedem Dorf gibt es eine große Feuerstelle, an der sich die Dorfbewohner jeden Abend versammeln, Geschichten erzählen, zusammen singen und spielen. Diese Atmosphäre mitzuerleben war einfach magisch. In diesem Moment wird mir eine Erkenntnis bewusst, die mich tief berührt, die Verbundenheit der Menschen miteinander und mit der Natur und dann der Vergleich zu Deutschland. Wie sehr wir es doch alle lieben, Feuer, Wärme, gemeinsam mit Freunden zu sitzen. Es ist so tief in unserer DNA verankert und doch haben wir verlernt, es regelmäßig zu praktizieren. In diesem Augenblick begreife ich, dass diese Menschen über einen Reichtum verfügen, den viele von uns vermutlich nie erfahren werden. Wenn man aus der Dunkelheit auf das Geschehen zuläuft und sie einen bemerken, verstummt jedes Mal alles für einen kurzen Moment, weil sie uns genauso neugierig mustern wie wir sie. Eine Welt und gleichzeitig zwei so unterschiedliche Realitäten, in denen wir leben. So, hier ist unsere erste Pause. 4,5 Stunden marschiert, 21 Kilometer geschafft. Jetzt gibt es erstmal Baguette. Boah, ich bin schon echt fertig gerade. Mir läuft gerade die Brühe runter. Baguette mit Ei, es ist immer noch sauwarm. Also T-Shirt, kurze Hose, reicht vollkommen aus. Kriegen wir jetzt beide so ein Riesending? Keine Angst der Unterkühlung, nee, eins für uns beide. Das Baguette, was wir jetzt gleich verspachteln werden. Ich mein, Voilà. Bonsoir, bonsoir. Ça va, ça va. Ah, très bien, très bien. du willst es abfiltern eigentlich. Echt? Ich gehe kein Risiko ein. Beste. Alter, richtig gut. Wir waren hier gerade beim Wasser auffüllen im Dorf. Das ganze Dorf steht wieder um uns rum. Voilà. Alter! Alter, was geht hier ab? Was passiert hier? Wir haben inzwischen 23:43 Uhr und haben 533 Höhenmeter gemacht. 30 Kilometer haben wir jetzt. Die 533 Höhenmeter habe ich den scheiß Rucksack Alter, getragen. Scheiß. Die erste Hälfte habe ich getragen. Natürlich. Wir wechseln uns nach jeder Stunde noch ab. Wir haben schon die AirPods ausgepackt, hören jetzt gerade hier einen Podcast, wie man hier gut verhandeln kann. Wichtig, wichtig. Noch nichts gelernt. Ja, wie fühlst du dich, Jan? Also jetzt nachdem die letzte Stunde war zäh, den Rucksack den Berg hoch zu tragen. Die Muskeln im Oberschenkel deutlich spürbar. Der Schuh, der leicht drückt. Also gerade so mittelmäßig tatsächlich nur. Ja, gerade fühle ich mich tatsächlich auch so ein bisschen in der Down-Phase. Ich meine, vom Laufen geht's tatsächlich ganz gut. Meine linke Fußsohle tut richtig weh, aber ich meine alles noch in einem vertretbaren Rahmen. Ich glaube, ich entwickle schon die ersten Blasen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich meine, wir sind erst bei 30 km. Das Dreifache ist drin. Vielleicht geht's da runter. Boah, leck. Geht's voll weit runter. Alter, jetzt darfst du erst mal hochfahren. Alter, mich hat es gerade fast geschlagen. Ist das anstrengend? Das ist heavy. Wirklich? Alter, das geht auch 20 Meter runter. 20 Liter. Achtung, Achtung. Nicht, dass so viel verschüttet. Okay. Okay. Ich hab's. Oh. Läuft. So, ein weiteres 2-Stunden-Update. Es ist inzwischen 2 Uhr morgens. Und es hat immer noch schwüle 25 Grad, schätze ich jetzt mal. Inzwischen ist der Schmerz im kompletten Unterleib größer geworden. Jan hört inzwischen Musik. Ich höre ab und zu mal ein Schnauben und Stöhnen. Wir sind kurz vor der Marathondistanz. Ich bin voll in so einen meditativen State of Mind gekommen irgendwie. Man hört halt nichts. Ich laufe hier so. Man blendet die Schmerzen aus. Schritt für Schritt für Schritt. Hört nur das Trappen in den Schritten, das Zirpen der Grillen. Und blendet halt alles andere aus. Und so läuft man halt Schritt für Schritt weiter. Aber schon auch langsam kräftezehrend. Ja, wir sind durch ein weiteres Dorf gekommen. Da schlafen inzwischen alle.
Und da haben die Hunde dann angefangen zu bellen. Ich habe einen Salamander gesehen, einen Frosch und noch ein paar andere Kleinlebewesen. Nichts Spektakuläres. Ach so, und übrigens, wir haben bisher, abgesehen von der Pause, wo wir was zu essen geholt haben, noch keine wirkliche Pause eingelegt. Eigentlich muss ich in Bewegung bleiben. Wenn man echt eine Pause einlegt, das macht einen komplett kaputt. Wir haben gerade hier ein bisschen Komplikationen. Ich bin am Boden zerstört. Ja, Ich kann nicht mehr. kann nicht mehr. Pause. So, und jetzt tut mir alles weh. Alles. Aber das war von jetzt auf nachher gefühlt. Ich bin so schwach. 42 Kilometer. Jetzt sind wir genau Marathondistanz. Krass. Ich sag mal so, wir haben es noch nicht abgeschlossen. Aber er hat ein bisschen Kreislaufprobleme. Mir schlecht. Und ich glaube, dass dein Körper einfach noch nicht komplett fit ist. Vor 2 Tagen hatte ich eine Fischvergiftung. Wir pennen jetzt ein bisschen hier. In 3 Stunden geht die Sonne auf, dann sieht die Welt vielleicht wieder anders aus. Alter, meine Beine. Total Schaden, ey. Ich krampf es komplett. Total Schaden. Nein, der ist nicht besoffen. Der ist einfach durch. Jetzt liegen wir hier gerade neben der Kirche. Einfach auf dem Boden. Halleluja. Ja.